Wenn Sie biologischen Gemüseanbau betreiben, sind Sie meiner Meinung nach immer auf der Suche nach natürlichen Lösungen und Möglichkeiten, das Wachstum Ihrer Pflanzen zu verbessern. Es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die nicht schädlich sind und Pflanzen dazu anregen können, besser zu wachsen und Früchte zu tragen. Wenn Sie nach dem Pflanzen eine qualitativ hochwertige Entwicklung fördern möchten, ist es sehr wichtig, ihnen Nährstoffe zu geben, die zunächst die Entwicklung der Wurzeln fördern und so ein qualitativ hochwertiges Wachstum der Pflanzen ermöglichen. Temperaturschwankungen, häufige Regenfälle und zu hohe Temperaturen sind nicht gut für die Pflanzen und in diesem Jahr auch für die Gemüsegärtner. Um verschiedene Krankheiten zu bekämpfen, ist es am wichtigsten, sie gut zu ernähren und ihre Immunität zu stärken. Wenn Sie unseren Tipps zum Pflanzenanbau regelmäßig folgen möchten, folgen Sie unserem Kanal und klicken Sie auf das Glockensymbol, um regelmäßige Benachrichtigungen zu erhalten. Heute sprechen wir über natürliche Nährstoffe, aber am Ende des Videos geben wir Ihnen bei Interesse einen Vorschlag für künstliche, ökologische und chemische Nährstoffe. Eine hervorragende Ergänzung für fruchttragende Pflanzen und Blumen ist eine Zutat aus der Küche, nämlich Hefe. Hefe ist ein hervorragender Helfer in der Pflanzenernährung, da sie deren Wachstum fördert. Hefe gibt es in vielen Formen. Sie finden Frischhefe in Würfelform oder Trockenhefe in Granulatform. Sie enthält viele Nährstoffe wie Vitamine der B-Gruppe, Beta-Glucan, Pflanzenhormone und Mineralien, Kalium und Magnesium. Hefe ist ein hervorragender Helfer in der Pflanzenernährung, da sie deren Wachstum fördert. Die Fütterung von Pflanzen mit Hefe ist in allen Entwicklungsstadien wirksam, obwohl sie am besten beim Pflanzen angewendet wird, da sie das Wurzelsystem stärkt. Sie beschleunigt die Blüte und Reifung der Früchte und wird daher häufig beim Anbau von Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini und anderen Fruchtpflanzen sowie Blumen verwendet. Hefe enthält viele Mineralien, Stickstoff und Phosphor, aber auch Enzyme, die die Wirkung guter Bakterien im Boden aktivieren. 100 Gramm Hefebiomasse enthalten außerdem Kalium, Natrium, Proteine, Calcium, Magnesium, Vitamin B6, Eisen, Vitamin C, Vitamin B12, Pflanzenhormone wie Auxin. Pflanzen- oder Phytohormone sind chemische Substanzen, die in Pflanzen Folgendes bewirken: Zellteilung, Zellmassezunahme, Zelldifferenzierung und Morphogenese. Dies sind natürliche Substanzen, die typischerweise in verschiedenen Pflanzen und verschiedenen Mikroorganismen sowie Hefen vorkommen. Pflanzenhormone Auxine wurden in Hefen gefunden. Auxine werden verwendet zur Vermehrung von Obstbäumen, Zierpflanzen, Bäumen, Blumen und Stecklingen, zur Stimulierung des Fruchtwachstums bei Tomaten, Gurken und Äpfeln, zur Unterdrückung von Unkraut und zur Verhinderung des Abfalls vorzeitig reifer Früchte. Hefe gibt es in verschiedenen Formen: Hefekuchen, trockene Instantaktivhefe, granulierte und flüssige Hefe für Backzwecke. Hefe in der Pflanze bewirkt Freisetzung von Wärme und Erwärmung des Pflanzensubstrats, Aktivität der im Boden vorhandenen Mikroorganismen, erhöhter Gehalt an Mikro- und Makroelementen. Zubereitung: 50 Gramm frische Hefe und 3–4 Esslöffel Zucker in 1 Liter warmes Wasser oder Milch einrühren. Stellen Sie sicher, dass das Wasser nicht zu heiß ist, da dies die Pilze zerstört. Lassen Sie die Mischung quellen, ca. 2 Stunden. Anschließend mit 50 Litern Wasser verdünnen. Wenn Sie Trockenhefe verwenden, verdünnen Sie 8 Gramm Hefe und ein paar Esslöffel Wasser in 1 Liter warmem Wasser. Lassen Sie es quellen und verdünnen Sie es in 50 Liter Wasser. Beachten Sie, dass der mit dieser Lösung bewässerte Boden eine erhebliche Menge an Calcium und Kalium verliert. Geben Sie diese Mineralien daher von Zeit zu Zeit in den Boden. Sie können dies auch auf natürliche Weise tun, und am einfachsten ist es, dies mit Holzasche zu tun. Machen Sie jedes Mal eine neue Charge dieses Düngers. Die so zubereitete Lösung dient als hervorragender natürlicher Dünger für Balkonblumen sowie Zimmerblumen. Hefe zum Gießen von Gemüse ist eine gute Quelle natürlicher Pflanzenhormone, die das Wachstum selbst der anspruchsvollsten Pflanzen und ihrer Früchte stimuliert. Die so zur Pflanzenbewässerung eingesetzte Hefe kann mit ihrem intensiven Geruch auch gegen Schnecken im Gemüsegarten wirksam sein. Der Mangel an Nährstoffen im Substrat spiegelt sich in Veränderungen in den Pflanzen selbst wider. Wenn die Pflanze langsam wächst, blüht sie nicht. Es kommt zu Veränderungen an den Blättern. Die Wurzel ist schlecht entwickelt und so weiter. Dies sind Anzeichen dafür, dass ihr etwas fehlt,
und dass eine bessere Pflege notwendig ist. Der Weg, die Dinge in Ordnung zu bringen, besteht darin, von Zeit zu Zeit zusätzliche Nahrung zu geben. Wenn es um Blumen geht, wird in der Regel flüssiger Dünger, natürlich oder künstlich, verabreicht. Wir können natürlichen Dünger selbst herstellen, zum Beispiel den Flüssigdünger aus Brennnessel, über den wir bereits gesprochen haben, und das Rezept zu seiner Zubereitung gibt es natürlich auch schon auf unserem Kanal. Auch den Hefedünger sollten Sie unbedingt ausprobieren, denn die Erfahrungen sind sehr positiv. Jeder möchte gesunde und schöne Pflanzen haben, und genau das erreicht Hefe. Wir erhalten ein schnelleres Wachstum, eine bessere Blüte, schönere Blätter und stärkere Wurzeln. Hefe enthält Inhaltsstoffe, die sich positiv auf das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen auswirken. Je nachdem, wie viel Lösung Sie zum Gießen der Pflanzen benötigen, stellen Sie eine anteilig ausreichende Menge her. Dies ist eine natürliche und sehr effektive Art der Pflanzenernährung, die zudem wirtschaftlich ist. Nur ein Beutel Trocken- oder Frischhefewürfel reicht für eine Lösung von 50 L Wasser, was völlig ausreicht, um eine optimale Menge Pflanzen zu gießen. Wie gesagt, es gibt andere Nährstoffe, die Sie leicht kaufen und verwenden können. Wichtig ist, dass sie mehr Phosphor enthalten, was die Entwicklung des Wurzelsystems der Pflanzen und damit die Aufnahme anderer Nährstoffe aus dem Boden fördert. Auf diese Weise verfügt die Pflanze über alle notwendigen Nährstoffe, denn ohne starke Wurzeln wäre sie nicht in der Lage, diese aufzunehmen. Als erstes empfehlen wir Vital Power Phos. Vital Power Phos 72102N ist ein Düngemittel auf Phosphatbasis, chemisch mit organischen Säuren komplexiert, mit vielen Radikalaustauschern, die den Phosphor im Boden schützen, wodurch es 3- bis 4-mal wirksamer ist als andere Düngemittel. Die neue Formel ist mit einem höheren Gehalt an organischen Säuren, Huminsäure, Fluvinsäure und Huminsäure, angereichert, was die Geschwindigkeit und Menge des verfügbaren Phosphors für das Pflanzenwachstum und die Pflanzenentwicklung verbessert. Es verbessert die Wurzelbildung, stimuliert das Wurzelwachstum, das mit Hilfe von Zink aktiviert wird, und liefert die notwendigen Nahrungsergänzungsmittel, um durch ungünstige Bedingungen verursachte Mängel durch schnelle und hohe Phosphoraufnahme auszugleichen. Seine Vorteile sind: Verfügbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen, 3- bis 4-mal wirksamer als herkömmliche Phosphate. Vom Beginn der Anwendung an regt es die Entwicklung der Wurzeln an. Es verbrennt nicht. Es fördert die Stickstoff- und Kaliumretention und versorgt Pflanzen mit den für die Entwicklung von Stängeln, Blättern und Wurzeln notwendigen Mengen an Stickstoff und Phosphor. Es sorgt für eine intensive Aufnahme, also aktives Wachstum und hohe Leistungsfähigkeit. Es ermöglicht auch eine anfängliche Entwicklung, die zu einer früheren Erntereife führt. Es erhöht die Widerstandsfähigkeit der Pflanze gegen Kälte und Krankheiten. Es unterscheidet sich von den anderen durch die Wirkungsweise organischer Säuren. Es reicht aus, 10 Milliliter auf 10 Liter Wasser zu geben und die Pflanzen so nah wie möglich an den Wurzeln mit 100 bis 200 Milliliter des Präparats pro Pflanze zu bewässern. Sie können auch kristalline, wasserlösliche NPK-Nährstoffe im Verhältnis 10:20:10 verwenden, in diesem Fall 1248:6. Das Einzige, was zählt, ist, dass die Menge an Phosphor größer ist. Es kann von jedem Hersteller stammen. Wichtig ist, dass im Verhältnis Stickstoff, Phosphor, Kalium, Phosphor häufiger vorkommt. Für 10 Liter Wasser werden am häufigsten etwa 25 Gramm verwendet, also ein großer Löffel. Dieser wird gut vermischt, um die Nährstoffe aufzulösen, und dann werden die Pflanzen bewässert, wiederum mit 100 bis 200 Milliliter Lösung pro Pflanze. Wenn Sie dieses Video nützlich fanden, hoffen wir, dass es Grund genug ist, unserem Kanal zu folgen und viele weitere ähnliche Tipps zu befolgen. Wir bieten Ihnen verschiedene Lösungen, damit auch Sie solch wunderbare und gesunde Pflanzen haben können. Zur Unterstützung unserer Arbeit wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn jemand das Video sieht und mit seinen Freunden teilt, damit auch andere diese nützlichen Tipps sehen können.